Moin Freunde, es geht wieder weiter in der Chaos-Kolonie mit den ganzen DLCs und ja, wir werden das hier erstmal nicht weitermachen, wir müssen uns jetzt auf was anderes konzentrieren. Einmal muss ich ehrlich sagen, ich muss ein paar Sachen umändern, zumindest ja für mich, weil diesen Bogen hier kann ich nicht ausstehen. Als auch, ich habe mir eigentlich gedacht, ich mache hier mit Gasleitungen, allerdings mit Gasleitungen habe ich hier dann ein Problem und das wird dann ja ein bisschen blöde werden. Deshalb mache ich es doch mit Wasser, aber für Wasser müsste ich dann was anderes finden, was ich jetzt eigentlich am liebsten zu Petroleum machen will. Oder flüssiges Naphtha, aber für flüssiges Naphtha bräuchten wir dann diese andere Forschung, diese Datenforschung, weil ich Bracken brauche und das zu Brackwachs machen muss und das dann wiederum zu Naphtha. So, dann sind unsere Leitern hier weggeschmolzen. Ich habe jetzt alles mögliche an Plastik zusammengekratzt, damit ich hier eine Turbine hin tun wollte. Denn das hier kann ich nicht wegmachen, weil ich möchte nicht nochmal so ein scheiß Fiasko haben mit dem Strom. So, gut. Aber naja, mit dem Strom sollte es jetzt wieder halbwegs gehen und auch, ja, mit den Temperaturen, das hier war alles auf einen Dunkelrot, sonst... Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich hier aus? 160 zu 147. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mal halbwegs alles vorbereitet, auch dass wir inzwischen mal nach darunter ziehen können. Hier unsere, ja, Essensproduktion, die kleine. Aber dafür, was ich noch nicht gemacht habe, irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das Erdgas hier wegbekommen. Da muss ich mir noch was überlegen, aber komme was da wolle. Wir müssen jetzt erstmal ein, zwei Leute hier irgendwie nach drüben schicken. Wer ist gerade am erbärlichsten? Eigentlich er hier. Der hat aber keinen Graben. Irgendwer der Graben auf, ja... Irgendwer der Graben mag, aber bis auf meinen Gräber mag niemand wirklich... Obwohl, Stinky mag Graben. Und hat auch Pyrotechnik, aber das wird mir eigentlich nichts bringen, groß. Na gut, mein Gräber kommt also. Wo ist er? Hier, Ellie. Ellie kommt jetzt rüber. Und Teleport. Wir müssen nämlich wirklich den Asteroiden machen, weil hier drauf gibt es Öl und nur mit dem Öl können wir was wirklich anstellen. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich brauche ja noch einen Forscher. Ja, na gut. Das habe ich jetzt nicht mit bedacht. Ich habe nämlich schon so weit eingestellt, obwohl, habe ich es überhaupt schon so gemacht auf den anderen Asteroiden? Weil ich denke, ich habe es noch... Ja, habe ich noch nicht. Weil der Sauerstoff, der hier aus nicht genommen wird, vor allen Dingen von dem Spawn aus, würde ich ganz gerne auf den anderen Asteroiden so lange schicken, bis ich hier nicht irgendwie was eingefädelt habe. Und ich weiß nicht ganz, wie ich es einfädeln werde, denn wir haben auf den Asteroiden, wenn man es mal so drauf schaut, nicht wirklich eine große Auswahl an, ja, Geysiren. Der flüssige Schwefelgeysir wird eigentlich mit der am meisten ja, gebraucht wird, weil ich würde auf den ganz gerne mit den hier Spindeldürre Wühlfrucht machen. Gab es dazu nicht irgendwie auch was? Als Nahrung. Hier, du machst doch irgendwie aus der Frucht eine andere Frucht, damit ich... Ja, hier, Nö. Auf jeden Fall macht dieses Sweetle-Teil aus der Frucht irgendeine andere, womit ich dann mehr rauskriege. Ja, und dann müssten wir irgendwie hier unten das Ölbiom irgendwie ja machen. Geschweige denn, wie sieht es temperaturmäßig aus? Absolute Temperatur, ich würde dann... Ja, ich würde mal hier durchgraben. Vor allem dann mal zu den Asteroiden erstmal. Also, grab erstmal hier durch. So, dann den hier... Ach
so, hier ist noch Eisen. Lol. Und irgendwie hat der Asteroid überhaupt keinen heißen Kern? Nee, sieht mir nicht so aus. Besonders auch, weil hier Granit kommt. Das ist ein kalter Kern. Und wir haben jetzt die nächste Errungenschaft, ein Ölbiom betreten. Obwohl ich nicht mal im Ölbiom wirklich war. Aber das ist gut, dass das hier ein kalter Kern ist. Das ist schon mal schön. Wie sieht's aus? Immer noch nichts Neues. Schade. Na gut, na gut, na gut. Ich lasse dich aber erstmal hier weitergraben. Ein paar große Dinge, die ich vor allem hier machen würde eigentlich. Ja, Sedimentgestein hier. Oh. Vielleicht sollte ich es nicht auf 5 machen. Vielleicht sollte ich es nicht auf 9 machen. Auf 5, ja, wäre eigentlich angenehmer für die. So, wenn ich das hier so mache, ich möchte es ein bisschen wie hier. Ja, so wäre eigentlich das Einfachste. Zumindest wenn ich das ungefähr so kopieren will. Ja. Ja, das, was ich zum Schluss eigentlich machen will, mir aus ihnen hier zumindest so ein bisschen Elektrizität rausgewinnen. Zumindest so ein kleines bisschen. Muss nicht viel sein, sondern nur so viel, dass ich hier auch auf den Asteroiden, zumindest solange ich die 2 Duplikanten hier habe, zum Aufbauen alles Mögliche habe. So, hoho. Und jetzt mal erstmal nachschauen, wie es hier drüben aussieht. Denn wir müssten eigentlich einen zweiten eigentlich bald losschicken. Aber währenddessen, nicht entleeren, können die schon mal das hier machen. Weil das wird mit das Wichtigste als nächstes. Und natürlich der ganz kleine Speicherleck. So, nochmal den Bauplan hier und ja. Das nächste wird wirklich unseren Forscher hier rüber zu bringen irgendwie. Damit der zumindest die hier machen kann, weil... Ah ja, genau, hier habe ich ja die Datenbanken noch nicht mal drüber, weil ich noch keinen Forscher hier hatte. Genau, das ist ja auch noch nicht. Dann könnte ich doch noch mal ein paar mehr Datenbanken bekommen. Der zweite Duplikant ist auch inzwischen da, meine Forscherin, die, wenn ich bitte schön hoffen mag, dass sie auch jetzt mal einschaltet. Weil wenn das nämlich ist, habe ich eine Sauerstoffquelle und ich müsste jetzt nicht mehr irgendwie an dem verschmutzten Sauerstoff, der von irgendwo herkommt, wirklich hier, wie soll ich sagen, irgendwie vergiftet werden. Und mal hier so, das kriegt eine Prio 9. Übrigens, ich habe es eigentlich auch so weit vorgenommen, dass wir auf unseren Hauptasteroiden 20 Leute haben, auf den hier am liebsten 5, weil das die Kolonie ist, die ich am meisten wahrscheinlich brauchen werde, wegen dem Öl. Und auf den anderen, würde ich am liebsten immer so 3 pro Kolonie haben. Aber wir werden erstmal sehen, was wir für andere noch alles haben. Und ich lasse die extra die Anzüge an, damit die einfach da unten nicht verbrutzeln. Denn wenn die hier runtergehen, das ist halt schon warm. Und vielleicht sollte ich nicht 5-mal diese eine Ecke da noch verfehlen. Und ich bin immer noch am Schauen, wo jetzt der nächste Geysir ist. Da ist keiner, aber ich könnte rein theoretisch das hier aufmachen. Das machen wir nicht auf, da ist das Erdgas drin. So, hoho, jetzt, ihr habt eigentlich wirklich nur noch das hier als Aufgabe oder die beiden Teile zu aktivieren, was du zum Glück auch machst, sonst hätte ich dir bitte schon eine gescheuert. Aber na gut, na gut, na gut, na gut, jetzt macht ihr wenigstens mal was. Schweige denn auch, ich werde wahrscheinlich den Asteroiden zum Schluss nicht für irgendwelche Raketenprogramme benutzen, sondern eigentlich hauptsächlich nur für, wie soll ich es ausdrücken, für eine Zwischenlagerung von Raketen. Halt entweder werde ich Raketen hier rüber schicken lassen und die dann voll tanken, oder ich werde hier einfach meine Raketen hinschicken, die ich nicht mehr brauche.
Aber zu den Raketen können wir erst wirklich kommen, wenn wir hier Plastik herstellen. Weil, wenn ich das nochmal finde, hier, das uns ansehen, es verbraucht Plastik. Weil ich würde ganz gerne dieses orbitale Datumserfassungslabor in irgendeiner Rakete machen. Einfach nur, damit ich es mal getan habe. Und da ist der nächste und wir haben hier 2. Da ist seit wann, als ob wir hier 2 haben. Das ist ja mal ekelhaft, der Kombo. Ich möchte die halt eigentlich ganz gerne ausnutzen, vor allem für die Slickster. Dadurch können wir halt ein bisschen mehr Öl machen oder, wenn die heiß genug sind, sogar Petroleum, wenn die Slickster sich weiterentwickeln. Aber ja, erstmal, ja. Und anscheinend ist hier auch schon das Ende. Machen wir mal bis hier runter. Und ja, da sehe ich auch schon Neutronium. Ja, hier ist dann ungefähr das Ende. Das Ende der Welt. Wie wir sie kennen. Die kann eh nur 4 hoch abbauen. Aber der hier, den müsste ich freilegen. Wenigstens so weit, dass ich nicht immer auf die Karte schauen muss. Ja, also, aber zuerst gehen wir mal so hier entlang weiter. Weil ich möchte unbedingt noch den Schwefelgeysir hier finden und diesen anderen Kohlenstoffdioxid-Geysir. Wir haben zwar den Kohlenstoffdioxid... ich kann es nicht aussprechen. Wir haben auf jeden Fall diesen einen Geysir schon mal gesehen im letzten Playthrough, aber ja. Da haben wir den nicht wirklich gut anwenden können. Geschweige denn, ich weiß nicht mehr, auf welchen Nutzen der eigentlich aus ist. Weil das letzte Mal hatte ich den eigentlich probiert als Kühlung zu nehmen, aber ja, ist nicht so gut geworden. So, Maschine erhöht, Athletik gesenkt, keimresistent gesenkt brauche ich hier nicht. Nee, immun gegen Kühlung, aber kann keine Nee. Brauche ich eigentlich alles hier nicht. Wie sieht's auf den Asteroiden aus? 1:1 gleich. Auch schade, ich dachte, die Drucker wären immer anders. Das habe ich auch nicht mehr irgendwie nachkontrolliert. Geschweige denn erinnere ich mich auch gar nicht mehr daran. So, bitte grabt mal weiter. Ihr habt bitte schön genügend noch zu tun, meine Guten. Besonders hier runter. Ja, atme ruhig durch, atme ruhig durch. Hauptsache, du verbrennst mir hier nicht in diese 90 Grad heißen Hölle. Na gut, 80 Grad. Aber wahrscheinlich auch nur, weil hier die Kälte durchkommt. Aber allzu schlimm ist es nicht, weil das alles mit Keuchwurz noch ist. Aber alles ist hier kalt. Wir werden wahrscheinlich nicht ohne... Noch einer. Mein Bereich wird immer größer. Das wird noch blöd. Er hier ist eigentlich auch noch das Dümmste. Und wieso ist hier eigentlich ein Eisbiom, was ich gerade bemerke? Wieso ist hier ein Eisbiom? Aber na gut, na gut. Wir hinterfragen es einfach mal nicht. Ah, hier ist noch ein Geysir. Und hier ist der Schwefel. Ach, komm schon. Also entweder hier in der Ecke oder irgendwo hier in dem Ecke ist es. Ach, Menno. Ich dachte, ich könnte den Asteroiden halbwegs normal und leicht hinkriegen. Aber nee. Die Geysire sind so verteilt, dass ich erst gar nicht hinkriege. Und hier ist noch ein Erdölteil. Ach, nee. Weil die große Kammer, wo ich eigentlich alle Erdölvorkommen haben wollte, die nur mit Erdgas dann gefüllt sein sollte, kann ich jetzt relativ vergessen, weil er hier oben ist und er hier und ja, das Teil noch mittendrin.
der ist ja nicht mal schlimm, aber dass der hier oben ist, ist schlimm. Ich möchte auch eigentlich ganz gerne alle von den, ja, Geysiren und Co. benutzen. Schweige denn, was ich gerade mir überlege, ob ich wirklich auf, ja, ach, sag schon, diesen Asteroiden das Petroleum herstellen will oder nicht. Aber müsste ich eigentlich am besten. So, Veredelung. Ich brauche ja Ölraffinerie. Und dafür bräuchte ich am besten Stahl. Also müsste ich Stahl hier rüber schicken noch einmal. Aber hier, ein weiterer ist jetzt nicht noch aufgetaucht, oder? Ach doch, hier unten ist er. Ach ja, na gut, na gut. Hauptsache hier oben ist aber nichts. Das ist eigentlich auch relativ schöner. Zwar nicht ideal, aber schön, dass alles wenigstens unten ist. Das Teil hätte aber ruhig oben sein können. Weil der hier wird unsere Hauptnahrungsquelle bitte schön bestücken. Weil der hier braucht Schwefel. Yep. Yep. Gut. Dann haben wir eigentlich soweit alles hier gefunden. Jetzt müssen die nur noch graben und so. Und vielleicht nochmal so ein bisschen, ja. Ich würde nicht um Essen sagen, sondern eher mehr an so anderen Sachen. Aber nee. Essen ist doch schon eine Sache, um die ich mich jetzt kümmern müsste. So hier und dann gehen wir noch so hier runter. Geht ebenfalls hier so rein und jetzt müssen wir mal noch so einen Abstecher machen. Und hier nochmal. Hoffentlich kriegt ihr das alles hin. Weil Graupelweizen wird dann unsere Hauptnahrungsmittelquelle, bis wir hier diese Früchte haben. Weil dieses Bockmarkzeug kann ich nicht machen, verbraucht verschmutzten Sauerstoff, verschmutztes Wasser und ich krieg nicht genügend verschmutztes Wasser. Außer ich leite es auf den Asteroiden, was ich rein theoretisch machen könnte. Aber dann müsste ich, obwohl, ich habe doch hier eigentlich die Linie. Ich könnte hier verschmutztes Wasser herbringen. Die Linie ist ja eigentlich genau daneben. Ja, ist sie. So, okay, Sauerstoff geht rein und hier raus würde rein theoretisch sogar Sauerstoff kommen, wenn kein Überdruck bestehen würde. Alles klar, dann funktioniert doch alles. Supi. So, gut. Dann lassen wir euch nochmal hier ein bisschen rumhantieren. Besonders hier unten einfach mal so eine große Höhle machen, damit alles mögliche an Gasen da unten dann landen kann und ihr ein bisschen noch beschäftigt seid zum Schluss. Ja, ich muss nämlich einiges hier noch von drüben herholen. Ich habe mir jetzt einiges vorgestellt. Mal sehen, ob wir es umsetzen können. Einmal ihn hier mit 500 Grad, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Aber ich würde diese Asteroiden... Ach, Demolierer. Na gut. Zum Glück habe ich ja so einen hier. Oder nee. Och, das ist einer, der mit Bauen zu tun hat. Na toll. Ja, na gut. Na gut. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt so vorgenommen, die hier abreißen, die zwei unteren, ihn hier noch stehen lassen, wegen der Radioaktivität. Den können wir eigentlich auch schon mal, ja, irgendwie hier soweit sichern. So, dann machen wir es so ähnlich wie auf den anderen Asteroiden, nur hier machen wir einfach so eine Schicht rein, weil ja, einfach wegen den Asteroiden und damit wir eine glatte Oberfläche haben. Was mit dem Neutronium ist, ist mir eigentlich scheißegal. So. Dann, ja, ich mache am liebsten wieder alles aus Magmatit, denn das kriege ich auf den einen Asteroiden eh. Wie viel ist das hier? Wenn ich so mache, wird es eigentlich sogar gut sein. Ja, so hier. Zum Schluss mache ich den ebenfalls wieder einmal schön komplett, ja.
Wie heißt's? Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Genau. Den mache ich dann einmal komplett eckig. Den hier ist mir egal, was irgendwo ist. Vielleicht nochmal irgendwie welche, die sich im Neutronium irgendwie eingepflanzt haben, aber bis jetzt habe ich davon noch nichts gesehen. Also ja, könnten wir theoretisch einen schönen eckigen Asteroiden jetzt machen. Und das hier muss ich ja dann irgendwann mal ausklügeln. Aber zuerst wieder mal könnt ihr hier das machen und ich müsste bald irgendwie mal einen herbringen, der die hier zerstört, weil die Strahlung setzt ganz schön zu. Aber das ist jetzt irgendeine andere Sache. Ich muss mal ganz kurz schauen, was habt ihr nochmal gebraucht? Verschmutztes Wasser, richtig? Genau, richtig. Weil dann würde ich auch nochmal so machen, ich würde halt wirklich am liebsten jeden Asteroiden sich selbstständig versorgen lassen. Aber weil das ja nicht unbedingt meist zu 100% geht, ich aber es trotzdem will, muss ich vorübergehend oft mal ein bisschen, ja, sowas ändern, umbauen und alles mögliche. Also, wie heißt hier? Hydroponische Farm. Einmal hier und jetzt hier noch Wasser herliefern lassen. So, verschmutztes Wasser ist ja hier direkt daneben. Kann ich also direkt hier reinlaufen lassen. Geschweige denn, was mir gerade einfällt, könnte ich hier schon mal anfangen, das so zu ersetzen. Weil die Leitung hier kommt ja zum Schluss weg, wenn ich meinen Cooling Loop hier hinbaue. Aber dafür brauche ich dann erstmal das Petroleum. Ach ja, ohne Petroleum ist gerade auf der Welt nix. Apropos, was ich gerade bemerke, gekochte Meeresfrüchte immer. Gut, also baut ihr es oder baut ihr es nicht? Ja, das ist sogar schon gebaut. Passt also und das hier macht ihr jetzt, ja, wenn ihr Lust und Laune habt. Habt ihr ja eigentlich, ich habe da schon mal 7 Leute untätig gesehen. Und er hier sperrt sich schon gleich wieder ein. Und ich glaube nicht unbedingt, dass wir noch mal mehr Leute hier drauf holen können, denn man muss ja wissen, 19.000 davon können wir nicht mal mehr ran, obwohl nee, sogar 22.000 können wir nicht ran, 7.000 sind hier. Ja, okay, es wird doch Zeit, dass wir hier mal eine Farm machen. So, bitte einmal alles mit dem Bockwalk. Oder wie heißt hier nochmal? Ah, Mooreimer. Ja, ich habe immer noch die englische Version im Kopf. Man findet aber relativ schlecht deutsche Spieler zu dem Spiel hier. Gut, 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 gut. Aber, was ich ehrlich noch sagen muss, erstmal, wir kriegen deutlich nochmal an Magmatit dazu. Und das hier ist eigentlich mit die Hauptaufgabe von dir. Das hier sollst du mit eigentlich als erstes machen. Weil wenn das ist, haben wir wirklich wieder mal ein Problem weniger. Das nächste Problem wird dann eher nochmal die Ränder werden. Also so wie ich hier sehe, ist das bis jetzt das Äußerste. Ja. Also markieren wir es mal hier. Und hier kann ich nicht ganz irgendwie so wahrnehmen, aber ja. Ja, bis jetzt ist das hier das Äußerste. Einmal hier so schön viereckig drum machen. Ich werde den hier auch nicht benutzen, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Ich weiß gerade nicht. Überhaupt werde ich wahrscheinlich die drei hier nicht unbedingt benutzen. Freilegen und erforschen ja, auch vielleicht noch was drum bauen, aber nutzen wahrscheinlich nicht. Bei dem hier das gleiche, auch freilegen und so, aber nutzen wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall die 4 kommen in einen großen Raum rein, wo nur noch Erdgas drin ist, was ich dann in ja eine Art kleine Sauna irgendwo mache. Moment mal. Wie weit kann Slickster es aushalten? Überlebenschance bis 200 Grad. Oh, oh, oh. Die Feuerslickster bis 300 Grad. Komfort 100 bis 200. Gut. Also wenn ich es schlau mache, aber nur wenn ich es schlau mache, könnte ich mit
hier einem von den beiden eine Sauna machen und das dann benutzen. Dann würde ich aber den hier oben eher benutzen. Wenn ich es aber schlau mache. Und irgendeine Pflanze ist gestorben, ein Riesenwedel. Wieso ist er gestorben? Weil Körpertemperatur zu hoch ist. Und das auch nur, weil wahrscheinlich... Yep, die bauen wieder das heißeste Material ein, was es gibt. Ich glaube aber, ich habe nicht mal mehr was Kühleres. Ich habe 100 Pro nichts Kühleres. Schweige denn, muss ich mich um den Block kümmern, was aber auch wirklich wieder nur mit Petroleum geht. Ja, Petroleum ist wirklich das, was uns gerade einfach durchgängig fehlt. So. Ja, mal arbeiten lassen. Diese kleinen Stellen hier, das wird, ja, eigentlich kein Problem werden. Die große Stelle hier ist das eigentliche Problem. Und solange hier immer noch Gasüberdruck ist, habe ich eigentlich auch keine Sorgen wegen Sauerstoff. Erbrechen durch Strahlung, ja. Ja, ich glaube, ich schicke doch jetzt... Obwohl, nee, ich kann den dritten noch nicht losschicken. Ich habe da zu wenig Essensversorgung. Nee, ich schicke ihn jetzt los. Komme, was da wolle, ich brauche ihn da drüben. Also, mein Bauer, komm bitte rüber. Du nützt hier erstmal nichts, ohne dass ich hier was mache. Aber ich muss ehrlich sagen, ich werde da wahrscheinlich auch alles wegmachen. So, und jetzt reiß bitte schön die beiden hier ab. Zumindest, wenn du es kannst. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm, aber Hauptsache, du machst das, damit auch mal die Radioaktivität hier weggeht. Weil, jetzt können wir schauen, Radioaktivität. Und der hat es noch nicht abgebaut. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge schon wieder ist, aber ich habe jetzt mal das ganze Pflanzenfleisch vom anderen Asteroiden hier rüberbringen lassen, weil wir am Verhungern waren. Und ich habe mir jetzt einiges mal nochmal überlegt, weil theoretisch aus der nächsten Stufe von denen könnten wir Wasser gewinnen für einen kleinen Spawn. Der muss ja nicht so groß sein. Der muss wirklich nicht sehr groß sein. Vielleicht, ja, eigentlich bräuchte ich halt schon mindestens 3 bis 4 von dem Elektrolysieren, weil ich dann wahrscheinlich noch hier so einen Anzugdock hier einfach machen muss. Aber ja, eigentlich bräuchten wir dann nicht allzu viel. So, den ganzen Strom würden wir bekommen. Ich könnte halt sogar noch aus dem Öl zum Schluss, weil wir mehr Wasser rauskriegen als... Ja... Halt, warte, ich könnte theoretisch ja auch das Öl fürs Runterkühlen nehmen. Könnte ich rein theoretisch auch machen. Theoretisch könnte ich auch schon Öl rüberbringen, weil minus 40 Grad ist, darf nur nicht minus 30 Grad sein. Aber Petroleum ist mir doch da echt sicherer, weil das geht bis zu minus 60 Grad, bis es fest wird. Da habe ich noch so ein bisschen eine Schwankung drinne. Zumindest, ja, wenn es wieder mal so wird wie das eine Mal. Schmiere könnte auch zu Schwefel werden. Aber Schwefel ist leider die eine Sache. Obwohl, wenn ich es eigentlich mal ausprobieren wollen würde, könnte ich einen, ja, Schwefelboiler machen. Es ist zwar eine sehr riskante Sache und wird 100 Pro nicht ganz hinhauen, aber ja. Und was mir gerade einfällt, wir kriegen zwar aus dem Rohöl durch das Petroleum ein Plus raus, aber wir kriegen ja auch noch aus das Erdgas ein Plus raus durch das verschmutzte Wasser von den... Ach komm, sag schon. Von hier den Erdgasgeneratoren. Also könnten wir rein theoretisch so genügend Wasser kriegen, auch noch mit den Crops, dass wir wirklich einen Elektrolyseur hier antreiben könnten. Vielleicht auch noch, ich weiß nicht ganz genau, ein paar Mooreimer noch versorgen. Und vor allen Dingen das hier eigentlich dann nicht mehr benutzen müssen. Weil ich bin ungern darauf fixiert, von den anderen Asteroiden auf den nächsten irgendwie, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und die Mooreimer sind jetzt fertig, die ersten. Puh. Ja, ich
will nicht ungern, dass ein Asteroid einen anderen durchgängig versorgt. Die sollen sich schon alle irgendwie selber versorgen können. Einer wird allerdings schwierig. Nämlich dieser eine kahle, feurige Asteroid, der wirklich nichts auf sich hat, außer Magma und hier. So welche Niop-Vulkane, das weiß ich nämlich. Und da weiß ich auch nicht ganz, wie ich es machen werde. Wahrscheinlich irgendwie eine Sache mit den Pips, dass ich dann aus den Erde kriege. Und ja, irgendwie was mit der Erde anstelle. Vielleicht die an irgendwie was verfüttern oder so, wie hier. Theoretisch könnte ich da Mehlholz dann machen auf den Asteroiden. Aber ich bräuchte, obwohl, die könnte ich ja auch wild pflanzen lassen. Mit Wildpflanzen bräuchten die kein Wasser, weil verschmutztes Wasser müsste ich dann da theoretisch auch hinbringen. Theoretisch. Aber ja. So, und jetzt holen wir den ersten Mal oder hoffen wir, dass wir den ersten Mal holen können. Furzt häufig nein, schnarcht laut nein. Er hier sieht eigentlich interessant aus. Medizin erhöht, immun gegen kühle Umgebung, Dekomoral. Was Dekomoral erhöht? Ach so. Ja, okay. Kreativität gesenkt, aber Dekomoral erhöht. Ja, er kommt definitiv auf den hier. Der hier ist dann so mein kleiner Allrounder mit Aufräumen und alles. Ich bräuchte hier noch einen Bilder, einen, ja, hier noch einen Gräber, ja, Landwirt und Tierzüchter und vielleicht noch mal irgendwie in der auf Mechaniker geht. Das wäre dann eigentlich so ungefähr die Aufstellung, aber ich würde mal sagen, ich weiß immer noch nicht, wie lange die Folge jetzt geht. Das war's wieder mit der Folge. Wir haben den nächsten Asteroiden gerade so mal neu besetzt und werden den jetzt die nächsten Folgen weiter besetzen. Solange bis der komplett autonom funktioniert und bis dann!